Grabesstille im Santiago Bernabéu. Schaut euch diese Bilder an. Das ist nicht nur ein Unentschieden. Das ist der Moment, in dem Real Madrids Titelträume 2026 am Fels namens Girona zerschellt sind. 1:1 am Ende. Und die Gesichter der Spieler sprechen Bände. Kylian Mbappé wirkt wie ein Fremdkörper und Álvaro Arbeloa steht vor den Trümmern seiner Taktik. Während Barcelona mit 6 Punkten Vorsprung am Horizont verschwindet, fragt sich ganz Madrid, hat der Trainer sich gestern verzockt? Wir analysieren heute ein Spiel, das an Frustration kaum zu überbieten war. Von Gazzanigas unmenschlichen Paraden bis hin zur viel zu späten Einwechslung von Arda Güler. Bleibt dran, denn was sich in der Kabine nach Abpfiff abgespielt haben soll, verändert alles. Von der ersten Minute an war klar, Girona ist nicht gekommen, um die Statistenrolle bei einer Madrider Meisterfeier zu spielen. Arbeloa schickte seine physisch stärkste Elf aufs Feld. Valverde, Camavinga und Bellingham sollten das Zentrum dominieren. Aber sie hatten die Rechnung ohne Paulo Gazzaniga gemacht. Der Girona-Keeper lieferte gestern die Leistung seines Lebens ab. 8 Paraden, 4 davon gegen Mbappé aus kürzester Distanz. Schaut euch diesen Reflex in der 28. Minute an. Der Ball war eigentlich schon im Winkel. Real hatte über 70% Ballbesitz, doch es war ein steriler Ballbesitz. Man merkte förmlich, wie die Nervosität mit jeder verpassten Chance stieg. Mbappé wirkte genervt, suchte immer wieder das 1 gegen 1, blieb aber hängen. Girona stand tief, kompakt und diszipliniert. Ein taktisches Meisterwerk von Michel, das Arbeloa sichtlich zur Verzweiflung brachte. Dann die 50. Minute. Wenn spielerisch nichts geht, braucht es pure Gewalt. Federico Valverde schnappt sich den Ball, 25 Meter Torenentfernung. Ein Strahl mit 112 km/h schlägt unten links ein. Das Stadion bebt. 1:0. In diesem Moment dachten alle, das war's, der Bann ist gebrochen. Aber jetzt kommen wir zum kritischen Punkt der Analyse. Arbeloas Reaktion. Statt auf das zweite Tor zu gehen, ordnete er eine defensivere Staffelung an. Er wollte das Ergebnis verwalten, gegen ein Girona, das nichts mehr zu verlieren hatte. Die Quittung kam in der 61. Minute. Thomas Lemar bekommt im Halbraum viel zu viel Platz, weil Mendy zu weit aufgerückt war. Ein perfekter Schlenzer, keine Chance für Courtois. 1:1. Der Genickbruch für das Bernabéu. Und was macht Arbeloa? Er wartet viel zu lange mit den Wechseln. Erst in der 68. Minute erlöste Arbeloa die Fans und brachte Arda Güler für einen völlig erschöpften Bellingham. Und sofort änderte sich die Statik. Arda brachte die Kreativität, die 70 Minuten lang fehlte. Dieser eine Steckpass in der 82. Minute auf Mbappé, Standbild zeigen, hätte das Spiel entscheiden müssen. Aber wieder war Gazzaniga da. In der 93. Minute dann die letzte Chance. Freistoß aus 20 Metern. Arda tritt an. Die Hoffnung einer ganzen Stadt ruht auf seinen Schultern. Aber der Ball bleibt in der Mauer hängen. Abpfiff. Schauen wir auf die nackten Zahlen. 6 Punkte Rückstand auf Barcelona bei nur noch 8 verbleibenden Spielen. Das ist im Titelrennen von La Liga fast eine Weltreise. Die Kritik an Arbeloa wird laut. Warum durfte Arda nicht von Beginn an ran? Warum die defensive Verwaltung nach der Führung? Schreibt es mir in die Kommentare. War das gestern das Ende der Meisterschaft? Hat Arbeloa seinen Kredit verspielt? Abonniert den Kanal. Morgen schauen wir uns an, wie Barcelona auf diesen Patzer reagiert hat. Wir sehen uns beim nächsten Mal.